Das ist er, der Saugbagger vom Typ Iveco X-Way, der seit 3,5 Jahren für die Norbert Schütz GmbH & Co. KG im Einsatz ist. Eigentlich ist das Unternehmen im Unterallgäu eine Spezialfirma im Rohrleitungs- und Anlagenbau. Doch mit dem 510 PS starken Iveco X-Way 8x4 hat es sich längst einen weiteren Markt erschlossen. Durchschnittlich 220 Mal im Jahr ist der Saugbagger mit dem Active Space Großraumfahrerhaus unterwegs, um zum Beispiel bei Wasserrohrbrüchen in Bayern, Baden-Württemberg oder Österreich für schnelle Hilfe zu sorgen. Denn ähnlich wie ein riesiger Staubsauger saugt der Saugbagger einfach alles weg. Sand, Erde, Schlamm, Wasser, Kies und vieles mehr. Mit einer Kraft, die man sich kaum vorstellen kann. Wir benötigen für unsere Ventilatoren 500 PS Leistung, dass wir den Luftstrom erzeugen können, wo wir hinten dann ein Saugrohr sozusagen haben. Wir haben eine Strömungsgeschwindigkeit von 800 km/h und geht nach rauf bis knapp 1000 bis Überschall. Und durch diesen Luftstrom wird dann das Material vom Boden angesaugt. Wir können Teile saugen bis zu einem Durchmesser von 25 cm mit einem Gewicht von 75 Kilo. Tag für Tag ist Dietmar Altstädter mit dem besonderen X-Way unterwegs. Dietmar ist gelernter Zimmermann und hat als Fahrer des Saugbaggers mit seiner neuen Aufgabe einen, wie er selbst sagt, Traumjob gefunden. Bedeutet jeden Tag neue Aufgaben und andere Herausforderungen. Natürlich war die Anschaffung selbst eine gewaltige Investition für die Firma und sorgte für allerhand Diskussionen. Doch mittlerweile ist ausgerechnet die selbstfahrende Arbeitsmaschine aus dem Unterallgäuer Unternehmen einfach nicht mehr wegzudenken. Das war natürlich für viele Leute unverständlich, dass man eine Maschine kauft für ca. 500.000, um kleine Löcher zu machen. Wir sind eine innovative Firma. Wenn ich so ein Gerät kaufen kann, dass ich nicht mehr schaufeln muss von Hand, dann kaufe ich mir einen Saugbagger. Und meine Mitarbeiter sind hochqualifizierte Facharbeiter und die nütze ich nicht zu schaufeln, die müssen den Schaden richten. Wenn ich halt 3-mal so schnell bin, dann kann ich auch 3 Löcher machen am Tag, anstatt bloß 1 oder 2. Vieles an der Technik des Saugbaggers ist nicht nur für einen LKW ungewöhnlich, sondern geht vor allem auch richtig ins Geld. Das hydrostatische Fahren zum Beispiel. Rund 35.000 € kostet alleine die Technik, die sich während der Arbeiten am Lenkrad befestigen lässt und mit deren Hilfe sich der gesamte LKW mittels Fernbedienung wie von Geisterhand steuern lässt. Mit dieser Fernsteuerung lassen sich natürlich auch die übrigen Aggregate des LKW bedienen. Doch lassen wir uns diese Technik am besten von Dietmar erklären. Mit dem kann ich schwenken, abfahren, rum, rüber. Kann Ventilator ausschalten, kann sogar hydrostatisch fahren und Stütze ablassen und kann man auch umschalten vom Saugsystem auf Kippsystem, dass man den Aushub wieder auskippen kann. Ohne dem kann ich eigentlich den Saugbagger nicht bedienen. Das ist eigentlich für mich das Wichtigste. Ohne die Fernbedienung geht nichts. Auffällig auf den ersten Blick bei der Firma Schütz ist die Markentreue zum Fahrzeughersteller Iveco. Denn da gibt es nicht nur den Iveco X-Way mit Spezialaufbau von der Firma MTS, sondern nahezu alle Modelle des Herstellers für jeden Einsatz. Insgesamt sind es 7 Lastwagen von Iveco und noch einmal 10 Transporter. Tatsächlich hat die Verbundenheit zur Marke sogar eine lange Geschichte. Vor 30 Jahren habe ich Lehre begonnen bei Iveco als Kfz-Mechaniker. Dabei habe ich noch gelernt, wie man mit LKW umgeht, schraubt und sonst was, und habe erkannt, dass der Antriebsstrang, Motor, Getriebe, Achsen, dass die Fahrzeuge robust sind, dass sie zuverlässig sind. Wir fahren jetzt im
Übrigens, die Iveco X-Way-Reihe wurde eigens für die Baulogistik entwickelt. Schließlich ist das Fahrgestell des X-Way stabiler und robuster als ein reines Straßenfahrzeug und ist deshalb besonders auch abseits befestigter Straßen geeignet. Das Eigengewicht des Saugbaggers liegt bei 27 Tonnen. Sein Aufbau ist aber auch noch mit einem 12 Kubikmeter großen Auffangbehälter ausgestattet. Darin werden dann Erdreich, Sand oder Schlamm sozusagen zwischengelagert. Nach dem Saugeinsatz geht es mit der Fracht zum Entsorger. Längst lebt Saugbaggerfahrer Dietmar Altstädter für seinen Job. Ganz egal, ob auf der Baustelle, im Gelände oder auf der Straße. Ich lebe für das jetzt, seit ich den Job mache. Also, das habe ich ja jetzt auch schon von mehreren gehört, auch von meinem Chef oder so. Der hat auch zu mir schon gesagt, also, du lebst wirklich für den Beruf jetzt. Also, jeden Tag woanders hinkommen, da Kopfloch machen, da einen Siegelschacht machen, da wieder Leitungen freisaugen und ja, ist ziemlich abwechslungsreich. Ebenso fasziniert von der Arbeit wie aber auch vom X-Way ist Firmenchef Anton Schütz. Regelmäßig steigt der 49-Jährige noch selbst in den Lastwagen, um an Einsatzstellen mit anzufassen oder sich selbst ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Vor allem bei der Aufrechterhaltung der Wasserversorgung ist der 24-Stunden-Service der Firma Schütz und das an 365 Tagen im Jahr für viele Städte und Gemeinden längst zu einem unverzichtbaren Faktor geworden. Anton Schütz freut sich über die hohe Akzeptanz und genießt ganz nebenbei jeden Kilometer, wenn er mit dem X-Way Saugbagger unterwegs ist. Das ist ein sehr komfortables Fahren, entspanntes Fahren, Leistung ohne Ende. Da geht was nach. Darum habe ich auch einen Iveco gekauft. Weil es eigentlich schon Spaß machen muss beim Fahren. Damit der Spaß am Fahren möglichst lange erhalten bleibt, wird die Fahrzeugpflege nach jedem Einsatztag bei der Firma Schütz großgeschrieben. Schließlich gilt, der erste Eindruck beim Eintreffen des X-Way Saugbaggers ist immer der wichtigste und ein sauberer LKW noch immer die beste Visitenkarte.